Manchmal muss man auch sagen, dass, ja, was hat das noch mit Kriya-Yoga zu tun? Das ist die Aufgabe des Schülers, wenn er Technik bekommt, Meditationstechniken, die ihm nützlich sind, die ihm helfen, die weiterhelfen, dann wird er dabei bleiben, das weiter praktizieren. Wenn er nichts Anständiges bekommt oder zumindest für sich selbst nicht das Anständige, dann ist es seine Pflicht zu suchen und weiterzugehen dahin, wo er eben etwas findet, das für ihn geeignet ist. Ja, liebe Freunde, liebe Kriya-Yoga-Freunde, heute möchte ich die Frage beantworten, ist der Kriya-Yoga, der von verschiedenen Stellen angeboten wird, ich habe ja im letzten Video erklärt, wie die Verbreitung geschah, über wie viele Linien es inzwischen Kriya-Yoga-Schulen gibt und Lehren gibt, ist der Kriya-Yoga in jeder Schule der gleiche oder gibt es da Unterschiede? Die Frage ist ja berechtigt, denn man könnte ja davon ausgehen, das ist von einem Menschen ausgegangen. Die meisten berufen sich auch auf Lahiri Mahasaya als den Kriya-Yoga-Lehrer. Und dann müsste man doch eigentlich erwarten können, dass da ziemlich das Gleiche unterrichtet wird. Das war auch mein Ansinnen, als ich in die SRF vor fast 40 Jahren eingetreten bin. Also die Organisation, die Paramahansa Yogananda hinterlassen hat und die über Lehrbriefe den Kriya-Yoga verbreitet. Und ich war dann auch längere Zeit drin und war immer dann überzeugt, ja, das ist doch der, ja, da gab es den Lahiri Mahasaya, den Sri Peswa und den Paramahansa Yogananda. Und das muss doch der Kriya-Yoga sein, der wahre, der richtige und der beste. Und habe dann erst nach 20 Jahren dann, gut, ich habe Gerüchte schon vorher gehört, aber richtig nachgegangen bin ich der Frage dann erst nach rund 20 Jahren und musste dann feststellen, dass es leider gar nicht so ist, dass der gleiche Kriya-Yoga überall gelehrt wird. Es sollte zwar eine gewisse Ähnlichkeit des Kriya-Yogas bestehen in allen Richtungen, aber selbst das scheint mir nicht der Fall zu sein. Also manchmal muss man auch sagen, dass, ja, was hat das noch mit Kriya-Yoga zu tun? Aber gut, das ist ja nicht die Aufgabe des Lehrers. Das ist die Aufgabe des Schülers, wenn er Technik bekommt, Meditationstechniken, die ihm nützlich sind, die ihm helfen, die weiterhelfen, dann wird er dabei bleiben, das weiter praktizieren. Wenn er nichts Anständiges bekommt oder zumindest für sich selbst nicht das Anständige, dann ist es seine Pflicht zu suchen und weiterzugehen dahin, wo er eben etwas findet, das für ihn geeignet ist. Und ja, zuerst sollte man halt das, was man bekommt, anständig prüfen. Also wirklich alles praktizieren, wie es gelehrt wird. Das war zumindest meine Devise. Und dann kann man weiterschauen, dann kann man sein Bild machen. Und leider, manchmal muss man es vielleicht sagen, leider, aber es dauert halt einige Jahre mindestens, bis man diese Kriya-Yoga-Schulen, das Programm, das Übungsprogramm, das da angeboten wird, von jeder Schule durchlaufen hat. Und wenn man halt im Glauben ist, ja, das ist die beste, die einzige und die wahre Kriya-Yoga-Schule, in der ich jetzt bin, und die meisten werden ja nicht sagen, ja, ich unterrichte denn die Kriya-Yoga, aber da gibt es noch einen originaleren, einen besseren Kriya-Yoga, sondern jede Kriya-Yoga-Schule tut so, als würde sie selbst den wahren, den echten, den originalen Kriya-Yoga verbreiten. Und so ist der Schüler im Grunde in der Regel im Glauben, dass er den wahren, den echten, den originalen Kriya-Yoga hat, den besten,
und hat dann auch gar keinen Grund, woanders hinzugehen. Und wenn dann noch ein bisschen so ein gesellschaftliches, ja, Gefüge entsteht, gesellschaftliche Beziehungen und ja, wie man das halt so kennt, dann ist das möglicherweise wichtiger als die Praxis und dann hat man auch keinen Grund, sich nach was anderem umzusehen. Aber wie gesagt, ich war in dieser Schule von Brahmans Yogananda 2008, also 1987 habe ich die Lehrbriefe bestellt im Frühjahr. Das sind dann auch so 2 Monate später, 3 Monate später habe ich die bekommen, habe die dann durchgearbeitet. 1988 bin ich in den Kriya Yoga, habe die Lehrbriefe des Kriya Yoga erhalten und dann habe ich das getreulich praktiziert. Also Kriya Yoga ist jetzt keine große, oder zumindest in dem Rahmen, in dem ich da praktiziert habe. Ich bin vom Land und war auch nie so gesellschaftlich jetzt aktiv, zu dieser Zeit zumindest nicht. War mir zurückgezogen und ja, da gab es dann auch Meditationsgruppen. Ich war dann Fellbach in einer Gruppe, weil ich da in Stuttgart studiert hatte, einige Jahre, aber trotzdem gut, mir hat es da gefallen und ich habe da lange Zeit gelassen, um durch diese Stufen, die Einweihungsstufen bei Yogananda durchzugehen und habe mich dann wieder ausgeklinkt, als ich dann von Stuttgart weggezogen bin und habe eben praktiziert und erst später also wie gesagt, nach 20 Jahren habe ich mir dann Gedanken gemacht oder dann habe ich noch meinen neuen Anlauf genommen, da mich nochmal neu einzuarbeiten und weiter das Gesichtsfeld aufzusetzen. Und dann war ja auch diese Zeit in den 2000er Jahren, Mitte, Ende der 2000er Jahre, wo dann das Internet die Informationen halt viel zugänglich gemacht hat, dass man auch erfahren hat, wann es gibt, dass man leichter eben Zugang hatte zu den Informationen, die die einzelnen Organisationen herausgaben oder die Erfahrungsberichte von Organisationen. Und dann habe ich erst gemerkt, was es alles gibt und wie das alles gelaufen ist, habe ich mich natürlich schon ein bisschen informiert darüber. Und dann bin ich da auch hingefahren. Ja, ich habe ja dann Yogani auch kennengelernt. Yogani, der ja auch ein Kriya-Yogi ist, im Grunde, weil ich in der SRF eben als nicht ordinierter, als jemand, der also nicht im Ashram gelebt hat und als Mönch sich ausbilden hat lassen, nicht berechtigt war, irgendwelchen Kriya-Yoga zu lehren. Und das ist eigentlich, wenn man wirklich tief einsteigt und überzeugt ist von dem, was man macht und eigentlich auch vom Innersten fühlt, dass es wichtig ist, dass die Menschen das lernen. Also das war nicht mein Weg, da Mönch zu werden. Darum war ich nicht berechtigt zu lehren. Das hat mir aber gefehlt. Und dann habe ich mich umgeschaut und bin ich auf Yogani gestoßen. Und dieser Yogani, der hat ein Kriya-Yoga gelehrt im Internet auf den Advanced Yoga Practices Seiten und Advanced Yoga Practices Seiten auf Englisch seit Anfang der 2000er Jahre. Und ich bin da 2008 das erste Mal drauf gestoßen und 2010 habe ich dann begonnen, diese Seiten zu übersetzen und habe dann so einen Weg gefunden, auch indirekt den Kriya-Yoga zu lehren. Und ja, da habe ich schon gemerkt, dass Ähnlichkeiten sicher da sind. In diesem Kern konnte man noch entdecken, aber dass auch da schon Unterschiede waren. Und dann habe ich immer noch verschiedene andere Einladungen auch erfahren und habe mich auch informiert. Und dann habe ich eben gesehen, dass dem überhaupt nicht so ist, dass der Kriya-Yoga aus jeder Quelle der gleiche Kriya-Yoga ist. So, das zu dieser Frage. Und beim nächsten Mal vielleicht, ja, ich weiß nicht welches Thema, aber es gibt noch viele spannende Fragen, viele spannende Themen, die zu behandeln sind vom Kriya-Yoga. Und wenn du interessiert bist an diesen Themen, dann abonniere bitte den Kanal, gib einen Like, damit er auch verbreitet wird.
Und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal. Viele Grüße. Ciao. Namaste. Da dieser Podcast zu der Frage, ob der Kriya-Yoga standardisiert ist oder nicht, relativ kurz ist, das kürzeste jetzt seit Beginn dieser Podcast-Reihe des Kriya-Yoga Podcast Deutsch. Deswegen ist es eine schöne Gelegenheit, etwas vorzustellen, was ich seit Beginn dieses Jahres angefangen habe. Nämlich, ich habe ein Label gegründet, ein Label. Ich bin da lange Zeit, habe ich viel musiziert, komme jetzt wenig dazu, aber ich bin immer noch ein Affiliated, also ein Liebender der Musik und habe schon immer gewünscht, zu musizieren, auch mal was zu komponieren, ein Musikstück herauszubringen. Und jetzt auf wunderbare Weise hat diese KI-Entwicklung das sehr erleichtert. Und seit Januar habe ich eben ein Label gegründet, Bernd Prokop. Und da versuche ich eben Suno, diese Musikkreationsplattform zu nutzen. Und das finde ich eine super Sache, etwas höchst Erstaunliches, was da alles möglich ist. Auch wieder natürlich eine Bestärkung dessen, dass im Grunde alles, man kann es positiv ausdrücken, ich sage es mal, es ist alles nichts außer dem, was man durch die Spiritualität gewinnt. Alles andere ist Schall und Rauch. Selbst diese künstlerischen Leistungen, wo man immer gedacht hat, ja, ein Genie muss man sein, um das alles hervorzubringen, das schafft diese KI heutzutage. Ich denke, das Einzige, was die KI nicht schafft, was uns die KI nicht abnehmen kann als unsere Lebensaufgabe, das ist die eigene Meisterschaft, das Hinaufgehen entlang unseres eigenen Lebensstromes in Richtung des großen Mittelpunkts des Seins, das manche Gott nennen, manche die Zentralsonne, manche den Zentralmagneten. Das kann uns niemand abnehmen, aber eben selbst Musik und wahrscheinlich vieles anderes kann uns noch die KI abnehmen, und das nutze ich eben als Musiker und versuche da eben spirituelle Aspekte mehr in die Musikproduktion hineinzubekommen, was leider vor allen Dingen in unserer westlichen Welt ziemlich aus der Mode gekommen ist, nicht in ist, keinen Platz hat irgendwo in irgendwelchen Charts. Das versuche ich zu betonen, und dieses Label kann man eben, also diese Musik kann man auf allen Plattformen abrufen, Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music und viele andere Plattformen, aber es geht natürlich völlig unter dem, was inzwischen heutzutage produziert wird von den vielen kreativen Menschen, die auf der Welt sind. Jeder ist im Grunde kreativ, und ich scheue mich immer noch, irgendwelche Werbung oder bezahlte Werbung zu machen. Deswegen versuche ich das immer noch organisch hinzubekommen, und ein Aspekt dieser organischen Werbung, das ist eben, dass ich jetzt beginnen möchte, in jeder dieser Folge zumindest eines dieser Stücke vorzustellen. Das setze ich an das Ende der Podcast-Folge. Das kann jeder anhören, ob er will, so lange reinhören, wie er will. Es ist niemand gezwungen, es zu hören, aber ich finde, das ist eine Gelegenheit, die ich nutzen kann, und ich hoffe, das sieht man mir nach, und deswegen heute eines dieser Songs
und ich wähle zum Beginn den möglicherweise nicht unbedingt den geeignetsten, aber die Zentralgestalt des Kriya Yoga, Lahiri Mahasaya. Die andere wäre vielleicht Babaji, aber ich beginne jetzt mit Lahiri Mahasaya und Babaji kommt dann auch noch dran. Ich möchte da habe ein bestimmtes Konzept, da verschiedene Sachen vorzustellen. Ich möchte das auch Englisch und Deutsch machen, immer, aber ich stelle jetzt mal eine deutsche Version vor und dann geht es in diesem Sinne auch weiter. Hariom Tatsat, Namaste, alles Gute, ciao. Viel Spaß beim Anhören dieses Songs. Lahiri Mahasaya, Meister der Stille, du brachtest der Welt den göttlichen Wille, ein Leuchtstern des Yoga, rein und klar. Dein Erbe erstrahlt zeitlos und wunderbar. In deinem Sein, so tief und rein, wurde das menschlich mit Gott vereint. Du lehrtest die Kunst des Atems und Lichts, den Pfad zum Ewigen, der nie zerbricht. Mit Kriya Yoga, dem heiligen Pfad, zeigtest du uns, was in uns ruht und naht. Der Atem ein Schlüssel, die Wirbelsäule ein Tor zur Einheit des Selbst, zum ewigen Ohr. O Guru der Gurus, unendlich weise, deine Lehre führt uns auf himmlische Reise. Vom Weltlichen zum Göttlichen führst du hin, zeigst uns den Ort, wo wir wirklich sind. Dein Leben ein Beispiel von Tiefe und Licht, voll Hingabe und Frieden, der Dunkelheit bricht. In der Stille der Meditation offenbart, hast du das Göttliche in uns klar gemacht. Du brachtest den Himmel ins alltägliche Sein, zeigtest, wie Gott in jedem kann sein. Kein Entsagen wandelt sich, kein Wirken die Ferne. Du lehrtest, Gott ist hier, nicht nur in der Sterne. Unvergänglicher Weiser, dein Vermächtnis lebt, wird täglich leiser. Doch tief in den Herzen vom Suchenden rein bleibt dein Kriya Yoga ein göttlicher Schein. Ein Dank sei dir, du Licht der Welt, das ewig im Herzen der Menschen hält. Möge dein Name